3 Morde an Halloween, die nie gelöst wurden. Halloween ist das Fest des Gruselns und des Schreckens, doch nicht überall fließt ausschließlich Kunstblut, wie zahlreiche Fälle beweisen. Diese 3 Morde fanden alle an einem 31. Oktober statt und wurden niemals aufgeklärt. Die Leiche aus dem Mississippi. Eigentlich wollte Chris Jenkins nur ausgelassen Halloween feiern, doch nachdem der Student der University of Minnesota 2002 die Nacht in einer Bar in der Innenstadt von Minneapolis verbracht hatte, verschwand er spurlos. Ganze 4 Monate blieb er vermisst, bis seine Leiche im Mississippi gefunden wurde. Da er immer noch sein Halloween-Kostüm trug und stark alkoholisiert war, ging die Polizei von einem Selbstmord aus. Doch die Eltern des 21-Jährigen wollten dies nicht akzeptieren und setzten die Polizei unter Druck. 2006 wurde der Tod von Chris Jenkins als Mord eingestuft. Bis heute ist kein Täter gefunden. Angeblich soll ein polizeibekannter Verbrecher dabei gewesen sein, als Chris ermordet und von einer Brücke geworfen wurde. Allerdings wurde gegen ihn nie Anklage erhoben. Eine weitere Theorie geht davon aus, dass Chris Jenkins ein Opfer der sogenannten Smile-Face-Morde geworden ist. Circa 40 männliche Studenten starben in den USA damals an Ertrinken. In einigen Fällen gab es bizarre Smiley-Graffitis in der Nähe der Toten. Das tote Baby in der Gefriertruhe. 1977 verschwand die 19 Monate alte Nima Louise Carter aus ihrem Kinderbettchen in Lawtown, Oklahoma. Die Polizei geht davon aus, dass der Entführer bereits im Kinderzimmer in einem Wandschrank gewartet haben muss, denn es gab keinerlei Einbruchsspuren am Tatort. 1 Monat später entdeckten Kinder in einem verlassenen Haus, ganz in der Nähe vom Haus der Carters, den verwesten Leichnam eines Säuglings in einem Kühlschrank. Wenig später konnte die Polizei das Kind als Nima Carter identifizieren. Sie war erstickt. Als Tatverdächtige kam sofort das Kindermädchen von Nima, Jacqueline Robideau, in Frage. Bereits im April 1976 wurden 2 Mädchen in einem Kühlschrank gefunden. Eines war bereits erstickt. Das andere sagte aus, dass ihre Babysitterin, ebenfalls Jacqueline Robideau, sie eingesperrt hätte. Doch die Anklage wurde aufgrund zu weniger Beweise fallen gelassen. Auch im Fall von Nima konnte Jacqueline Robideau nichts nachgewiesen werden. Erst Jahre später konnte Robideau endlich wegen des Mordes an einem weiteren Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt werden. 2005 starb sie im Gefängnis an Leberkrebs. Den Mord an Nima Louise Carter gab sie jedoch niemals zu. Das tote Mädchen mit den orangefarbenen Socken. Am 31. Oktober 1979 wurde der Leichnam einer jungen Frau in einem Kabeltunnel nahe der Interstate 35 unweit von Georgetown, Texas, gefunden. Das unbekannte Mädchen war ungefähr 20 Jahre alt, sexuell missbraucht und erwürgt worden. Sie trug nur einen silbernen Ring und orangefarbene Socken, wodurch der Fall schnell als der Orange Socks Mord bekannt wurde. Viele Jahre später gestand plötzlich der Serienmörder Henry Lee Lucas die grausame Tat und behauptete, sich sogar an der Leiche vergangen zu haben. Er sagte sogar, Sex mit der Leiche gehabt zu haben, aber auch er konnte die Frau nicht identifizieren. Als Lucas 1984 für diesen Mord zum Tode verurteilt wurde, widerrief er sein Geständnis. Untersuchungen ergaben darauf hin, dass sich Lucas zu diesem Zeitpunkt in Florida aufgehalten hat. Henry Lee Lucas starb 2001 im Gefängnis. Der Orange Socks Mord gilt bis heute als ungelöst.